Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich wurde zum Reporter befördert und treffe mich gleich mit unserem Landwirten aus dem Bauhof Stütensen, mit Jakob. Der erzählt mir etwas über Dinkelspelze, die bei uns in der Mühle anfallen und was das mit fruchtbaren Boden und CO2-Bindung zu tun hat. Also ich bin gespannt, wie das aussieht. Schauen wir mal rein. Eigentlich alles, wovon wir uns ernähren, hat mit diesem Boden zu tun, ohne das funktioniert es nicht. Wir müssen auf diesen Boden einfach aufpassen. Also wenn wir uns klar machen, in Deutschland wird gerade ungefähr 50 Hektar pro Tag versiegelt, also wird irgendeine Straße drauf gebaut, Industriegebiet, aber auch einfach nur eine Terrasse oder so. Wir überbauen diesen Boden, damit machen wir ihn kaputt, weil der Boden ist eigentlich was total Lebendiges. Man geht davon aus, in einer Handvoll Erde sind mehr Mikroorganismen oder so viele Mikroorganismen wie Menschen auf dem Planeten. Ja? Und wir müssen einfach gucken, wie gehen wir damit um. Der Boden muss eben auch fruchtbar sein. Ja, die Frage, die ich mir jetzt gerade dazu gestellt habe, ist, wir produzieren ja bei uns in der Mühle ja auch Dinkel und da fällt ja dementsprechend ja auch Dinkelspelz an. Aber was für eine Rolle spielt denn das jetzt hier? Zum einen ist der Dinkelspelz ja Einstreu im Stall, also ne, die Schweine, die Kühe, die Rinder, die liegen da drauf, schlafen da drauf, haben gleichzeitig immer was sie gut durchwühlen können und was bequem ist. Und von da aus kommt es dann hier zu diesem Komposthaufen und hier ist dann richtig Leben da drin. Ne? Da ist Wärme da drin, wenn man da reinfasst, auf einmal da dampft es, da kommt richtig, man sieht da, wie viel Hitze da drin ist. Das ist die Eigenwärme dieser Organismen. Und die arbeiten das durch, bis dann ganz zum Schluss wirklich fruchtbare schwarze Erde da rauskommt. Und das ist dann fertiger Humus. Der Humus besteht einfach zur Hälfte aus Kohlenstoff. Und damit haben wir mit dem Humus eine Möglichkeit, wirklich aktiv Kohlendioxid aus der Atmosphäre über die Pflanze, die ja Photosynthese macht und damit Kohlenstoff bindet, in den Boden zu bringen. Das ist total sinnvoll. Und dafür ist einfach Dinkelspelz wirklich eine tolle Sache. Also kann man das im Prinzip so zusammenfassen, dass Bodenschutz auch gleichzeitig Klimaschutz ist und ja, wir für fruchtbaren Boden sorgen müssen, weil ohne den würden wir dann auch nicht weiter existieren.